Bruce hier, BB2K Airsoft Channel. Heute geht es um dieses kleine orangene Monster hier, die E-Race Handgranate, Airsoft Handgranate, ja. 100 BBs, 360 Turn verteilt und ich würde sagen, Splint gezogen und Feuer im Loch, oder? Los geht's! Intro ab. Hallo zurück, ja, und starten wir gleich mit dem Review hier von der E-Race Granate oder fangen wir erstmal ganz anders an, eigentlich so wie wir mal anfangen. Was kostet das gute Stück hier? Diese knuffige Granate kostet circa rund 60 Euro, kommt von der Firma Z-Parts aus Frankreich und zurzeit gibt es sie bei Sniper S zu kaufen, wie gesagt, zu diesem abgerundeten Preis von 60 Euro. Ich glaube so normal irgendwas mit 59 Euro und hast du nicht gesehen, aber sagen wir mal 60 Euro. Das passt besser hier ins Hirn, besonders hier in das alte. Zu kaufen kriegt ihr sie in 3 Farben. Einmal in schwarz, blau und orange. Und die habe ich hier, wie man so schön sehen kann. Ja, hole ich mal die Granate raus. Und dann schauen wir uns das gute Stück mal etwas genauer an. Sniper S, da möchte ich mich nochmal bedanken. Das ist hier wirklich meine allererste Granate, wo ich hier ein Review von mache. Also habt ein bisschen Gnade mit mir, falls ich irgendwas vergesse. Aber ich denke mal, bei der Granate kann man eigentlich nichts viel falsch machen im Review. Denke ich, hoffe ich, könnt ihr alles dann in die Kommentare reinwerfen. Apropos werfen, geworfen habe ich schon ein paar Airsoft-Granaten bei den Airsoft Days oder Airsoft Operations und die waren eigentlich auch ziemlich groß immer gewesen und hier diese E-Race, finde ich, ist eine richtig handliche Geschichte und haut trotzdem 100 BBs raus und das auch ganz gut verteilt. Wenn wir hier nachher näher rangehen in die Details, werdet ihr auch sehen, ich habe das gute Ding hier schon geworfen, ein ganzes Stück mal und ja, hat auch schon ein paar Macken abgekriegt, aber sie funktioniert noch, was schon mal ein Zeichen ist, dass das hier ganz gut gebaut ist. Es gibt ein kleines Manko, wo ich denke, mal schauen, was die Zukunft so bringt, aber dazu später. Ich rede wieder zu viel. Also ja, kürzen wir diesen Part ab. Produktlinks packe ich euch in die Videobeschreibung zu der Granate, falls ihr dann Bock habt, sie zu erwerben. Und wir machen jetzt weiter mit dem Bodycheck von diesem knuffigen Teil. Ja, machen wir weiter mit dem Bodycheck und der Verarbeitung. Ich blende euch hier auf der Seite die technischen Daten ein, dann könnt ihr euch das in Ruhe durchlesen und ich erzähle euch ein bisschen was über die E-Race Airsoft Granate. Diese besteht, ja, wie man sehen kann, zu 99% aus Kunststoff, aus Polymer. Das Ganze eigentlich sehr stabil gefertigt. Wenn man sich aber mal hier den Rand ein bisschen anguckt, seht ihr, hat die Granate schon eine ganze Menge abbekommen. Ich habe sie schon im Laufe der Zeit sehr oft geworfen, um zu sehen, was sie denn so aushält. Und ihr seht Schramm und Macken. Damit müsst ihr halt auf jeden Fall rechnen. Gerade wenn ihr sie auf Asphalt und Beton und Steine wirft, dann könnt ihr es halt nicht vermeiden, dass die Granate von außen beschädigt wird. Dennoch funktioniert sie bis heute einwandfrei. Ich habe noch gar keine Probleme mit der Granate gehabt. Es gibt einen kleinen, ja, denke mal so eine Schwachstelle bei der Granate und das ist hier dieser große schwarze O-Ring, der sich hier oberhalb der Granate befindet. Der ist zwar tief eingelassen in die Granate, aber wenn ihr euch mal gerade hier über die Stelle war das hier, ja, kurz bei der Öffnung hier von den BBs könnt ihr sehen, sind hier schon so einige Schrammen genau in diesem Bereich entstanden und ich denke mal, wenn die Granate etwas ungünstig aufkommt, also dass hier auch ein spitzer Stein hier auch in diesen Gummi eindringen kann, dann wird euch der Gummi irgendwann kaputt gehen. Ich denke mal, er wird so und so irgendwann mal kaputt gehen, aber er kann auch ja, durch
hartes Aufkommen der Granate auch noch zusätzlich in Mitleidenschaft kommen. Wozu ist dieser O-Ring da? Er dient dafür, dass die Bibis, die hier in diese Öffnung eingeführt werden, ja, in Schach gehalten werden und nicht gleich wieder rausspringen. Das ist die Aufgabe von diesem Ring. Und ja, es gibt, kann ich euch gleich sagen, erfreulicherweise sogar ein Ersatz-O-Ring zu kaufen bei Set-Parts. Nachteil ist jetzt, das Ganze gibt es nur im Wartungskit und kostet 15 €. Ja. Beinhaltet jetzt nicht nur diesen Dichtring, sondern auch die beiden Dichtringe, die sich auch im Inneren der Granate befinden. Und noch zusätzlich ist hier nochmal so ein Sicherungssplint dabei, den man ja auch ganz gerne mal verlieren kann. Ob es Ersatz-O-Ringe auch so gibt, ich denke mal, wenn man so ein bisschen in den Handwerkerbereich schaut, beim Baumarkt oder so, könnte es sein, dass wir hier noch einen passenden O-Ring finden, der dann natürlich auch günstiger ist. Sollte ich noch irgendwas finden, packe ich es euch in die Videobeschreibung, oder falls ihr wisst, wo man hier so einen O-Ring kaufen kann, günstig, dann haut es bitte in die Kommentare rein und ich ergänze das dann gleich in meiner Videobeschreibung. Ja, gucken wir uns den oberen Teil an. Ja, da sieht es eigentlich auch unspektakulär aus und ist auch eigentlich identisch aufgebaut wie die ASG Storm Granate. Da haben wir hier einmal ja das Einfüllventil für das Gas, hier die Pulle aufsetzen und so lange draufhalten, bis man kein Rauschen mehr hört. Hier passt ordentlich viel Gas rein. Dann haben wir hier den Sicherungssplint. Wichtig ist, vor dem Einfüllen muss hier der Sicherungssplint drin sein, sonst habt ihr keine Chance, hier die Granate zu befüllen. Wenn Gas drin ist, könnt ihr hier auch noch jetzt hier in dieser Öffnung 100 Bibis einfüllen und die Granate ist aktiv. Kurz noch mal was zur Bauweise. Ich finde sie richtig kompakt, wenn ich sie gerade mit der erwähnten ASG Storm vergleiche. Die ist ja ein bisschen breiter, hat dafür aber auch ein größeres Fassungsvermögen an Bibis. Ich glaube 150 Stück, ich weiß nicht, wenn nicht, ja, schreibe ich euch die korrekte Zahl hier unten. Die E-Race hat nur 100, aber dafür hat sie halt den Vorteil, sie ist wirklich kompakt, ja, und verschwindet hier förmlich in meiner Hand und kann halt, ja, überall verstaut werden und zur Not sogar in die Hosentasche gesteckt werden. Also das finde ich eine richtig schöne Sache. Von daher ist das schon ein absoluter Pluspunkt für mich, so eine schöne kompakte Granate zu haben. Und wie gesagt, ihr habt hier sogar 3 Farben zur Auswahl, schwarz, blau, orange. Ich habe mir die orangene ausgewählt, weil die behalte ich auch gleichzeitig, denn ich finde, orange findet man einfach besser, wenn man die jetzt im Wald hin und her wirft oder irgendwo im Gebäude. Orange ist wirklich eine Signalfarbe. Die Granate findet ihr auf jeden Fall wieder. Ja, Funktionsweise, denke ich mal, schauen wir uns gleich mal an, wie befüllt man nun die Granate, und dann machen wir auch gleich mal den Test. Also, Voraussetzung, wie gesagt, der Splint muss drin sein. Ich ziehe mal kurz raus. Hier seht ihr einen Stift. Wenn hier Gas drin ist, kommt der Stift heraus. Jetzt natürlich ist kein Gas drin, nichts passiert. Ich packe den Sicherungssplint hier wieder rein. Ja. Und jetzt setze ich die Gaspulle an und drücke erstmal ein bisschen Gas rein. So. Dabei belasse ich es jetzt erstmal, denn wir wollen mal sehen, wann löst diese Granate eigentlich aus. Es handelt sich hier um so eine Impact-Granate, also eine Kontaktgranate, nicht zeitgesteuert oder so. Das heißt, wenn die Granate aufkommt, löst sie aus. Was heißt das jetzt für uns? Zunächst einmal haben wir einen kleinen Manko, denn um die Granate scharf zu machen, müssen wir den Splint ziehen. Und passt mal auf, was jetzt hier in der Mitte passiert. Jetzt kommt hier so ein kleiner Plastiknippel raus und das heißt jetzt für uns, die Granate ist scharf. Ja, aber was passiert, wenn wir uns das jetzt anders überlegen? Ich will ja gar nicht werfen. Haben wir jetzt keine Chance, das hier wieder reinzudrücken, weil erstens mal braucht man hier viel Druck und wir müssen diesen Pippel bis ganz nach unten drücken. Und das schaffen wir einfach nicht. Das heißt also, einmal scharf, immer scharf. Ihr wisst, was ich meine. Das heißt, das Teil muss entladen werden. Ist auch schon wieder zweideutig. Also sagen wir mal so, wenn sie aktiv ist, muss sie geworfen werden. Sonst geht hier nichts mehr. Ja, gucken wir uns mal an, wann die Granate hier auslöst. Ich habe jetzt hier auch keine Bibis drin. Mit guter Absicht, denn ich will das hier nicht in meiner Wohnung verteilen. Ja. Schutzbrille auf. Denkt dran, es könnte immer noch eine Bibi drin sein, also Safety first. Ja, Sicherungsspind ist gezogen.
Granate ist scharf. Ja. Knallt ganz schön hier auf den Tisch, aber löst nicht aus. Die Granate braucht wirklich eine gewisse Höhe und auch Wucht, bevor sie auslöst. Ich lasse jetzt mal hier auf den Fußboden knallen, ungefähr auf 1 Meter Höhe. Immer noch scharf das gute Stück, mal so. Immer noch scharf. Also die Granate, die muss richtig geworfen werden, damit sie auslöst. Ihr habt also auch das Problem, wenn sie zum Beispiel auf einem weichen Boden aufkommt, Moos, Gras und so, da wird hier nicht viel passieren. Das Ding muss richtig aufschmacken. Wenn ich es jetzt mal Richtung Weihnachtsbaum werfe, hat sie ausgelöst. So, mal gucken. Ja, sie hat ausgelöst. Ihr habt vielleicht sogar zwischen gesehen. Jetzt kann ich mich den Pöppel hier reindrücken und noch ein bisschen Gas ist noch drin. Also sie hat nicht komplett ausgelöst, aber sie hat gezischt. Ich denke mal, wenn ich sie jetzt noch mal hinwerfe, mal gucken. Mit Schmackes. Jetzt. Jetzt ist sie wirklich alle. Outdoor-Test. E-Race-Granate ist jetzt gefüllt mit 100 BBs und ich würde sagen, Splint ziehen, Fire in the Hole und ich zeichne das Ganze gleichzeitig nochmal in Zeitlupe auf. So, ich gehe jetzt hinter die Kamera und dann werfen wir mal das gute Stück. Ihr konntet gut in der Zeitlupenaufnahme sehen, wie sich die BBs verteilt haben. Ich habe euch auch nochmal unterschiedliche Einstellungen gezeigt, auch nochmal die aus dem Intro. Je nachdem, wie die Granate aufkommt, so verteilen sich die BBs im Umkreis, mal besser, mal schlechter. Ja, ihr könnt so rechnen, so mit 3 bis 5 Meter Radius, je nachdem, wie die Granate aufkommt. Als letzten Test, ja, ihr seht jetzt hier die Wand im Hintergrund, werde ich die E-Race da mal gegenfeuern. Sicherungssplint ist schon gezogen, Zeitlupenaufnahme läuft und ich denke mal, hauen wir sie mal gegen und gucken, was dann passiert. Boah. Also ich habe mindestens 3 abgekriegt. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob man das auch so gut in der Zeitlupenaufnahme gleich sehen kann. Die Verteilung ist wesentlich besser, wenn ihr gegen die Wand das Ganze feuert. Also ich denke mal, wir kommen hier weit über die 5 Meter. Das muss man sich in der Zeitlupe noch mal etwas genauer anschauen. So, ich bin wieder drin. Macht jedenfalls tierisch Laune. Und ja, verteilt auch ordentlich Bio-BBs hier bei mir im Garten. Muss ich wahrscheinlich wieder aufräumen, sonst kriege ich wieder Ärger mit Frauchen. Okay, ich denke mal, soweit hoffe ich, dass ich euch alles gezeigt habe über die E-Race und ihr könnt sehen, sie hat jetzt noch mehr gelitten, sieht jetzt noch ramponierter aus und sie funktioniert immer noch tadellos. Also für mich ist die E-Race Granate wirklich eine richtig coole Sache. Der Preis ist schon ganz schön teuer mit 60 Euro. Aber jetzt im Vergleich jetzt zu der Storm, also wenn ich mich entscheiden müsste, Storm oder E-Race, würde ich glaube ich die E-Race nehmen, weil sie halt kompakter ist. Ja, ich kann sie mir hier in die Hosentasche stecken und die ist wirklich richtig handlich. Und ich denke mal, 100 BBs reichen auch ordentlich aus, um damit Rambazamba zu machen. Ihr habt gesehen, wenn man sie gegen die Wand wirft, verteilt sich das Ganze noch viel besser, als wenn sie gegen den Boden knallt. Und kommt immer darauf an, wie doll ihr wirft. Kann es sogar sein, dass sie zweimal auslöst.
einmal gegen die Wand und wenn sie dann auf den Fußboden aufkommt, nochmal auslöst. Das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal gehabt. Ich weiß nicht, ob ich das auch auf Video habe, müsste ich dann gucken. Ansonsten, ja, habe das ja dann auch in den Zeitlupenstudien gesehen. Jedenfalls, ja, Zeitlupe mit dieser Airsoft-Granate macht Spaß, wenn man so sieht, wie das Ganze sich so verteilt. Einfach traumhaft. Ja, und da sind wir auch schon am Ende angelangt. Fazit, geniale Granate. Kontrapunkt würde ich nur sehen jetzt hier mit dem O-Ring, dem großen, wie lange er sich macht. Aber wie gesagt, ich habe das Teil jetzt schon, weiß ich, wie oft geworfen. Und noch sieht der O-Ring richtig genial aus. Muss man halt mal sehen, ob man irgendwie im Baumarkt oder anderen Handwerkerbedarf da einen passenden O-Ring bekommt. Ansonsten, ja, muss man vielleicht doch mal zu diesem Wartungskit für 15 € greifen, weil ich denke mal hier auch dieser Splint, der kann ja bestimmt auch irgendwann mal in der Hitze des Gefechts verloren gehen und dann hat man das Ding auch schon mal als Ersatz. Dank geht nochmal raus an die Firma Sniper S, die mir hier diese Granate zur Verfügung gestellt haben und die darf ich auch behalten. Ich kann mir auch vorstellen, warum, weil so ramponiert kann die auch nicht mehr in den Verkauf gehen. Von daher, ja, habe ich wirklich alles getan, damit ich sie behalten kann. Die sieht wirklich richtig zerbeult aus, das geht gar nicht mehr. Von daher, danke Sniper für die Granate, die werde ich bei meinem nächsten Airsoft-Spiel dann auch einsetzen. Ja, danke nochmal, dass ihr bis hierhin ausgehalten habt. Schreibt mal eure Kommentare, was ihr von dieser Granate hält. Welche Granaten habt ihr im Einsatz? Habt ihr positive oder negative Erfahrungen? Ja, so eine Granate, macht die Sinn? Ich denke mal, ja, die macht schon Sinn. Gerade im CQB mal so eben mal schnell was in den Raum werfen. Vielleicht gar nicht mal so schlecht, bevor man selbst gehittet wird. Ja, hittet man lieber die anderen hier mit der Granate. Apropos Hit mit der Granate. Kleiner Warnhinweis, also man muss schon wissen, wo man das Teil reinwirft, also nicht hier so volle Kanne in einen Raum reinwerfen und damit vielleicht noch jemand verletzen. Das Teil dient nur dafür, die Bibis zu verteilen und es dient nur dazu, dass es auf den Fußboden oder gegen die Wand knallt. Aber bitte nicht gegen irgendwelche Köpfe hauen, das muss nicht sein und so viel Fairplay muss da sein und auch so viel Verstand im Brain, dass man das nicht macht. Zum Schluss noch ein kleiner Warnhinweis von mir. Muss ja auch mal sein, denn es gibt wirklich manche Vollspacken, was ich schon alles so gesehen habe. Ich spiele nicht oft, aber ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass die Dinger hier einfach so geworfen werden und das denke ich mal, ich habe bis jetzt Glück gehabt, das zwiebelt bestimmt ganz schön, wenn man sowas gegen den Kopf kriegt und wenn da dann auch noch die Bibis ausgelöst werden, möchte ich nicht wissen. So, schon wieder zu viel geschwafelt. Das war's von mir gewesen. Wer mich bis jetzt noch nicht abonniert hat, ja, dieser Spruch muss immer zum Schluss kommen. Oben auf den Abo-Knopf drücken. Es gibt auch irgendwie so eine komische Glocke, die man drücken kann, wenn man will, dass man den Gruß nicht verpasst. Soll es auch geben, sowas. Also wer diese technische Raffinesse haben will, drückt da auch mal auf diese Glocke. Ansonsten haben wir unten da auch noch mal so ein anderes Video von mir. Könnt ihr euch auch gerne reinziehen und wir sehen uns dann beim nächsten Review-Filmchen wieder. Bleibt mir bis dahin gesund. Euer Bruce.